Liebeselement Feuer, also Sternzeichen Widder, Schütze und Löwe. Wir schauen in euer großes Blatt, in die kollektiven Themen bei euch. Was steht an, in welchen Bereichen? Und ja, ich bin gespannt. Nächste 4 Wochen checken wir mal ab, was zeigt sich da für euch auf. Es geht um Verbindlichkeit, Verträge, Beziehungsdinge. Es geht irgendwie auch um das Beenden von Kreisläufen und von etwas, das euch schon sehr lange immer wieder verfolgt und euch daran hindert, voranzukommen. Hier sprechen die nächsten 4 Wochen sehr eure Sehnsüchte mit euch. Ihr habt Lust weiterzukommen, ihr habt Lust, eine Situation zu verlassen, die euch nicht gut tut, und ihr seid bereit, irgendetwas zu kreieren, was euch einen Neubeginn ermöglicht, der auch dann so im ganzen Leben seine Wurzeln tragen kann. Hier mag es sein, dass es noch Dinge gibt, die euch das Leben präsentiert, die ihr bis jetzt noch nicht auf dem Schirm habt. Das heißt, es zeigt sich etwas, was bisher im Verborgenen lag, und ermöglicht euch hier auf eurer Lebensreise auch weiterzukommen. Ihr verlasst hier sehr viele Prozesse, in denen es nicht so ganz einfach war, weil immer wiederkehrende schwierige Situationen euch gehindert haben, voranzukommen oder aus Kreisläufen auch auszusteigen. Das Gute ist, das, was sich hier beendet, es kann jetzt auch im Beziehungsbereich sein oder im verbindlichen Bereich, oder ihr beendet überhaupt einen Vertrag oder eine Verbindlichkeit, entpuppt sich hier als Geschenk, ne? Also ihr verlässt etwas, ihr beendet etwas, und plötzlich kriegt ihr hier eine neue Möglichkeit, die euch sehr weiterbringen wird auf eurer Lebensreise. Es kann sein, dass ihr euch an sich sehr beschäftigt damit, wie komme ich weiter, wie gehe ich geradere Wege, wie lasse ich meine ganzen Verstrickungen raus. Die ein oder anderen haben vielleicht so auch Personen, die mit auf den Weg kommen. Hier kann sein, dass dir eine weibliche Person, ein mütterlicher Typ, vielleicht irgendeine Art Neubeginn anbietet, wo du auf einmal Klarheit kriegst, wo du sagst, okay, diese Richtung kann ich nehmen, diese kommt für mich nicht mehr in Frage. Also ich sehe eine weibliche Person, die dir hier eine Überraschung mitbringt, in welchem Bereich auch immer. Sie liegt bei dir bei den Dingen, die du gerne verändern möchtest, die du neu beginnen möchtest, wo du auch einen Weg aus einer, ich sag's mal, aus einer Situation, die sich im Kreis dreht, die verstrickt war, mehr geradeaus gehen kannst, ne? Hier im Haus der Verstrickung liegt die Maus drin, das heißt, etwas beendet sich, was ewig ein Kreislauf auch war. Für die einen oder anderen sieht man hier Veränderungen im häuslichen Bereich. Das kann hier speziell ein Umzug sein. Das kann eine Veränderung sein, auf die ihr schon länger wartet, wo es bisher aber verstrickt war. Das Haus endet hier mit den Blumen, ne? Also da kann schon sein, dass dir auf einem glücklichen Weg eine Person, ja, auf einem glücklichen Weg, auf deinem Weg eine Person mit in die Karten spielt, die dir hier eine glückliche Wende bringt im häuslichen Bereich und dir dadurch auch so ein Vorankommen ermöglicht, wo du auch geklärter bist. Möglicherweise steht dem einen oder anderen auch so eine Reise ins Haus, die kann auch sehr schicksalshaft sein. Das heißt, es mag auch so eine Lebensreise sein, dass du wieder versuchst, neue Ziele zu kreieren, dein Umfeld zu harmonisieren. Und jetzt haben wir einfach das Problem, du selber liegst im Haus der Hindernisse drin. Das heißt, es bieten sich dir hier Chancen, Möglichkeiten, Optionen, aber du kannst es nicht so richtig akzeptieren, oder du suchst vielleicht auch nach
Fehlern, du neigst dazu, die Dinge zu überanalysieren. Es kann auch sein, dass dir hier Dinge an die Ohren kommen, die im Verborgenen lagen, ne? Dieses Gefühl von Unsicherheit und so. Und hier löst sich das auf. Dir wird klar, was Sache ist, oder du kriegst so eine spezielle Erkenntnis. Um dich rum habe ich ein bisschen Ein-Personen-Geplänkel. Ja, einsteils hockt dir vielleicht was aus der Vergangenheit im Rücken, ein Elternthema. Oder aber habe ich so eine Situation, da kannst du über den häuslichen Bereich auch irgendwie verstrickt gewesen sein. Mit Familienmitgliedern, mit Eltern, mit Kindern. Und hier ist so ein bisschen Zündstoff um die Häuslichkeit, um den häuslichen Bereich. Irgendetwas brodelt. Zugleich aber macht sich etwas auf den Weg, das dir sehr viel Frieden mitbringt. Ja, dir gelingt es, einen Konflikt zu lösen, den du mit dem Umfeld, mit der Häuslichkeit hast. Ich glaube auch, dass sich neue Leute bei dir ins Leben mit auf den Weg kommen. Ich habe hier, dass das Außen sehr viel an deinen Veränderungen mit teilnimmt, aber nicht, also es kommt dir zugute, das ist nichts Schlechtes, was das Außen dir da mitbietet. Vielleicht auch so an sich ein Umbruch im Umfeld der Personen, die um dich rum sind. Im Hause des Herzens habe ich bei dir den Anker drin. Da gibt es so Themen, an denen du arbeitest, die haben mit dem Thema, was liegt mir am Herzen, wo finde ich den Ort, wo ich mit meinem Schiffchen den Anker auswerfen kann, wie bringe ich oder beruhige ich das, was um mich rum ist, das mich so auf hohe See bringt, auch irgendwie immer wieder. Und du darfst hier erleben, dass sich ein Bereich, der sehr mit Konflikten aus der Vergangenheit behaftet war, sehr stabil für dich anfühlt. Ich habe hier zum Beispiel auch im Bereich der Arbeit eine Veränderung, Möglichkeiten für neue Verträge. Hier sieht man auch die Arbeit am häuslichen Bereich zum Beispiel. Möglicherweise hast du hier irgendjemand, der nennt sich Freund oder Kollege, der dir hier einen Impuls bringt für einen Neubeginn oder eine neue Möglichkeit, die liegt hier sehr schön. Also dein Herz fühlt sich hier innerhalb der warmen Tage auch gediegener an. Du hast die Möglichkeit, mehr bei dir anzukommen. Du hörst sehr viel, was dein Herz mit dir spricht. Du versuchst den Herzensweg auch zu gehen und entsprechende Kurskorrekturen vorzunehmen, da wo du jetzt vielleicht in eine Richtung gondelst, die dir nicht schmeckt. Also du beendest Dinge, es beenden sich Dinge und gleichzeitig entstehen hier schöne neue Verbindungen. Das kann hier auch speziell das Beziehungsleben betreffen. Ja, liebes Feuerzeichen, in deinem Haus liegen die Wege. Im Haus der Wege liegen die Personen, die mit involviert sind auf deinem Weg, aber auch die Möglichkeit, dass du selber deine eigene Größe leben kannst, dass du bei etwas, mit dem du kämpfst, dein Schwert niederlegst. Also entscheide dich hier für Vertrauen, entscheide dich hier für Frieden und Harmonie. Tausche vielleicht Zweifel gegen Positivität aus und gucke genau, wo du hier deine Sachen reinsteckst, ne? Deine Energie, wo du vielleicht irgendwas investierst, was dir nichts zurückgibt.
Wir haben hier bei dir eine Sache des Selbstwertes auch. Jetzt seht ihr wieder nicht alles. Eine Sache des Selbstwertes, eine Sache, die mit dem Thema Finanzen für dich einhergeht. Die Finanzen liegen hier im Haus des Kreuzes drin. Also das ist so eine Prüfung für dich auch. Das Kreuz korrespondiert damit. Was bist du wert? Was ist dir das Leben wert? In was investierst du? Was liegt dir am Herzen für Projekte, die du gern in dich investieren würdest? Und man sieht ja auch, dass du irgendetwas umformatierst im Bereich der Finanzen, also etwas auf den anderen Weg bringst, was dir sehr am Herzen liegt. Ja? Möglich ist auch hier, dass du in der Liebe ein bisschen was dazu lernst. Hier geht es um Vertrauensthemen, hier geht es um etwas, was dich vielleicht beunruhigt, zu beruhigen, in eine andere Energie zu bringen. Es kann aber auch sein, dass du hier an sich so ein paar Hindernisse mitbringst im Bereich der Liebe, die sich dir in den Weg stellen oder dir aufzeigen. Das Thema Vertrauen in die andere Person. Wie gehe ich mit Hindernissen um, wenn sie sich mir in den Weg stellen, wird angezeigt. Denke daran, hier im Haus des Ringes liegt die Sonne drin. Wir haben in der Korrespondenz den Schlüssel, den Neubeginn, in der Spiegelung. Also hier wird sich etwas verbindlich für dich Gutes kreieren und du kannst hier ein Thema ablegen, das aus dem Schwerpunkt Beziehung, Verträge, Verbindlichkeiten und so weiter kommt. Hier kann es so kleinere Schwierigkeiten geben im Familiensystem, ne? Dass du vielleicht sagst, okay, ich habe hier viel Trouble irgendwie um die Häuslichkeit, um den häuslichen Bereich. Das Drama gehört nicht dir, das gehört den anderen. Da bist du auch bereit, Schritte zu machen und Schnitte zu machen. Vielleicht auch den Bereich Kommunikation betreffend. Ne? Wir haben hier im Haus des Briefes den Berg drin. Das heißt, dir fehlen vielleicht manchmal die Worte, vielleicht sagst du irgendwie auch manchmal zu viel. Und es regt dann alle irgendwie auf und da den richtigen Weg zu finden, deine eigene Größe zu leben, ohne dich klein zu machen, mag hier eine Lösung sein. Und ich habe hier irgendwie auch, dass du verstärkt an finanziellen Themen dran bist, diese zu klären, zu gucken, wie setze ich was ein. Hier haben wir für alle Selbstständigen auch eine gute Geldenergie oder die irgendwie daran erarbeiten, ein selbstständiges Fundament zu haben. Das liegt hier günstig. Hier wird man vielleicht mit finanziellen Themen konfrontiert, aber hier liegt es am Ende in der Diagonalen mit einem Fundament, das wir hier haben. Für dich ist es, glaube ich, wichtig, dass du irgendwo dein Schwert niederlegst. Ich sehe dich an einem Platz rumkämpfen, der es nicht wert ist. Oder ja, wo du die Energie, die du da hergibst, in andere Dinge stecken könntest, die dir mehr bringen. Die dein persönliches Wachstum und deinen Frieden wieder hervorheben. Guck mal. Liebes Feuerzeichen, das Glück liegt vor dir. Es hat viele Formen. Suche dir aus. 2 Blatt, 3 Blatt, 4 Blatt, 5 Blatt. Was auch immer, ne? Ja, mal die Hauptperson, hier liegt das Kleeblatt. Also wende dich vielleicht auch den Dingen zu, wo du manchmal übersiehst, dass sie Glück beinhalten. Dass du vielleicht sogar eher dich so verzettelst, dass du das eigene Glück gar nicht sehen kannst, was du dir hier auch im Umfeld erarbeitet hast. Guck mal, glaube an deine Träume, kreiere ein eigenes Leben. Ja, hatten wir ja
dass ihr sehr mit euren Träumen und Sehnsüchten konfrontiert werdet. Und unten haben wir noch Manage to be glad. Also denk über deine Konditionierung nach, die mit dem Thema zu tun haben. Wann bin ich glücklich? Wann bin ich unglücklich? Inwieweit steht und fällt meine Welt mit dem, was andere oder das Außen tun? Und erschaffe dir einfach ein Umfeld, aus dem du nährende Energie bringst, ne? Für dich, im kleineren Bereich vielleicht auch nur. Gut, ihr Lieben, das war euer großes Blatt für die nächsten 4 Wochen. Ich drücke euch, bis bald.